Lektion 1: Kälte vermeiden. Hey Anna, ich habe ein paar Tipps, wie du in dieser Jahreszeit eine Erkältung vermeiden kannst. Oh, das ist das perfekte Timing. Zu dieser Jahreszeit scheine ich immer krank zu werden. Nun, der Schlüssel ist, Ihr Immunsystem zu stärken. Stellen Sie sicher, dass Sie genug Schlaf bekommen und viel Obst und Gemüse essen. Ich hab's. Und was ist mit Dingen wie Hände waschen und dem Vermeiden, das Gesicht zu berühren? Absolut. Häufiges Händewaschen und Vermeiden, Augen, Nase und Mund zu berühren, kann wirklich helfen. Das macht Sinn. Sollte ich sonst noch etwas beachten? Ja, versuche mit deinem Stresslevel umzugehen. Stress kann Ihr Immunsystem schwächen. Ah, gutes Argument. Ich muss mir Zeit für etwas Entspannung und Selbstpflege nehmen. Exakt. Und bleib auch hydratisiert, trink viel Wasser. Lektion 2: Die Krise aufdecken. Anna, ich denke, die Existenz dieser Krise ist jetzt für alle sichtbar. Sie wurde aufgedeckt. Ich stimme zu, John. Die Situation ist in letzter Zeit wirklich deutlich ans Licht gekommen. Absolut. Das Ausmaß und die Schwere dessen, was passiert, sind nicht mehr zu leugnen. Du hast recht. Ich denke, viele Menschen fangen an, sich der Realität des Ganzen bewusst zu werden. Definitiv. Es hat lange gedauert, aber jetzt ist die Wahrheit da draußen. Es ist eine Schande, dass es so lange gedauert hat, bis das volle Ausmaß der Krise aufgedeckt wurde. Ich weiß. Aber zumindest gibt es jetzt keinen Raum für Zweifel oder Ablehnung. Exakt. Die Fakten wurden offengelegt und wir können sie nicht länger ignorieren. Exakt. Der nächste Schritt besteht darin, herauszufinden, wie diese Krise direkt angegangen werden kann. Lektion 3: Das Leben in den Northern Territories. Wissen Sie, viele Menschen im Yukon, in den Nordwest-Territories und in Nunavut leben einen ganz eigenen Lebensstil. Das ist faszinierend. Was für Dinge machen das Leben in diesen nördlichen Territorien so einzigartig? Nun, zum einen das raue Klima. Der Umgang mit extremer Kälte und Schnee ist dort oben eine Lebensweise. Das kann ich mir vorstellen. Warm zu bleiben und sich fortzubewegen, muss eine große Herausforderung sein. Definitiv. Aber die Menschen im Norden sind unglaublich widerstandsfähig und anpassungsfähig. Ich würde gerne mehr über Ihren Alltag erfahren und darüber, wie Sie gelernt haben, erfolgreich zu sein. Viele verlassen sich auf traditionelle Aktivitäten wie Jagen, Fischen und Fangen, um Nahrung und Einkommen zu erhalten. Wow, das muss so spezielle Fähigkeiten und Landkenntnisse erfordern. Absolut. Und sie haben eine tiefe Verbindung zur natürlichen Umgebung dort oben. Lektion 4: Den Wandel und die Chancen nutzen. Weißt du, ich denke, jetzt ist eine großartige Zeit, um neue Freunde zu finden, neue Fähigkeiten zu erlernen und sogar kalkulierte Risiken einzugehen. Ich stimme zu, John. Es liegt definitiv ein Gefühl von Veränderung und Möglichkeit in der Luft. Exakt. Bei allem, was passiert ist, fühlt es sich an wie der perfekte Moment,
um neue Möglichkeiten zu nutzen. Definitiv. Es kann leicht sein, in unseren Routinen stecken zu bleiben, aber Dinge durcheinander zu bringen kann so lohnend sein. Absolut. Egal, ob es darum geht, ein neues Hobby auszuprobieren, an einen neuen Ort zu reisen oder uns sozial zu präsentieren. Ich liebe diese Perspektive. Es ist leicht, sich bei all den Herausforderungen zu verzetteln, aber wir dürfen das Positive nicht aus den Augen verlieren. Vollkommen. Das könnte eine Chance sein, uns neu zu erfinden oder Leidenschaften nachzugehen, die wir aufgeschoben haben. Das inspiriert mich wirklich. Ich wollte schon immer eine neue Sprache lernen, vielleicht ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Das ist eine tolle Idee. Und wer weiß, vielleicht finden Sie dabei sogar neue internationale Freunde. Lektion 5: Unvergessliche Reise. Guten Morgen, Anna. Ich habe gehört, dass du im Sommer einige tolle Orte besucht hast. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Hallo John. Ja, ich hatte eine unglaubliche Reise. Ich bin nach Europa gegangen und habe mehrere Länder besucht. Es war eine unvergessliche Reise. Das ist wunderbar. Was waren einige der Höhepunkte Ihrer Reise? Nun, eine der bewegendsten Erfahrungen war der Besuch der Holocaust-Gedenkstätten. Es war wirklich herzzerreißend, die Orte zu sehen, an denen so viele unschuldige Menschen ums Leben kamen. Das kann ich mir nur vorstellen. Es ist ein so wichtiger Teil der Geschichte, den wir niemals vergessen dürfen. Absolut. Aber es gab auch freudige Momente. Ich habe es genossen, die pulsierenden Städte zu erkunden, die lokale Küche zu probieren und unterwegs freundliche Menschen zu treffen. Es klingt nach einer unglaublichen Balance von Emotionen und Erlebnissen. Ich freue mich, dass du so viel sehen und tun konntest. Ich auch. Es war wirklich eine lebensverändernde Reise. Ich fühle mich sehr glücklich, die Gelegenheit gehabt zu haben. Nun, ich freue mich für dich. Es ist wunderbar zu hören, dass Sie eine so eindrucksvolle und unvergessliche Reise hatten. Lektion 6: Eskapaden im Freien. Hey Anna, ich habe gehört, du hattest eine tolle Zeit auf deiner letzten Reise. Welche Aktivitäten haben dir am meisten Spaß gemacht? Hey John, ja, es war fantastisch. Ich habe die Outdoor-Abenteuer wirklich geliebt. Das Schnorcheln im kristallklaren Wasser war ein so friedliches und heiteres Erlebnis. Das klingt unglaublich. Ich wollte schon immer mal schnorcheln. An welchen anderen Aktivitäten hast du teilgenommen? Nun, ich bin auch ziemlich viel in den schönen Bergregionen gewandert. Die Aussicht war einfach atemberaubend. Wandern und Schnorcheln. Das ist die perfekte Kombination für einen aktiven und erholsamen Urlaub. Unbedingt. Es war die perfekte Balance zwischen Entspannung und Abenteuer. Ich kam zurück und fühlte mich erfrischt und voller Energie. Das ist fantastisch. Ich freue mich, dass du die Gelegenheit hattest, in die Natur einzutauchen und neue Aktivitäten auszuprobieren. Ich auch. Es war wirklich eine unvergessliche Reise. Ich kann es kaum erwarten, meinen nächsten Urlaub im Freien zu planen. Ich bin sicher, Sie werden viele tolle Erlebnisse haben, auf die Sie sich freuen können. Diese Art von Reisen ist so lohnend. Lektion 7:
Das Entrumpelungsdilemma. Hey Anna, mir ist aufgefallen, dass du dich in deiner Wohnung etwas umorganisiert hast. Hey, wie läuft das? Oh hey John, ja, ich hatte es mir zur Aufgabe gemacht, meinen Wohnraum zu entrumpeln und zu rationalisieren. Es war ein bisschen ein Prozess, aber ich genieße die Ergebnisse wirklich. Das ist großartig. Ich kann mir vorstellen, dass es sich erfrischend anfühlen muss, ein besser organisiertes Zuhause zu haben. Absolut. Es hilft auch, die Unordnung im Badezimmer zu reduzieren, was ein großer Bonus ist. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich von Vorteil wäre. Ein sauberes, aufgeräumtes Badezimmer zu haben, muss so viel schöner sein. Definitiv. Es ist viel beruhigender und friedlicher, einen Raum zu haben, der gut organisiert und frei von überschüssigem Zeug ist. Das kann ich mir vorstellen. Es ist wirklich beeindruckend, dass du dir die Zeit zum Aufräumen nimmst. Das ist nicht immer eine leichte Aufgabe. Du hast recht, es kann eine ziemliche Herausforderung sein. Aber ich habe festgestellt, dass die Aufteilung in kleinere Schritte es überschaubarer macht. Das ist ein kluger Ansatz. Einen Bereich nach dem anderen zu behandeln, ist wahrscheinlich der beste Weg, um ein großes Organisationsprojekt in Angriff zu nehmen. Lektion 8: Gleichgewicht erreichen. Hey Anna, mir ist aufgefallen, dass du dich in letzter Zeit wirklich auf deine Fitnessziele konzentriert hast. Wie läuft das? Hey John, ja, ich habe große Anstrengungen unternommen, um meine allgemeine Gesundheit und mein Wohlbefinden zu verbessern. Es war eine Reise, aber ich sehe langsam große Fortschritte. Das ist toll zu hören. Konstant fit zu bleiben kann eine Herausforderung sein, aber es ist so lohnend, wenn man anfängt, die Ergebnisse zu sehen. Definitiv. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden und sich dabei nicht zu sehr entmutigen zu lassen. Absolut. Die Aufrechterhaltung eines gesunden Lebensstils ist eine ständige Arbeit. Du hast recht. Ich musste lernen, mit mir selbst Geduld zu haben und die kleinen Siege zu feiern. Das ist ein wirklich ausgereifter und kluger Ansatz. Es ist leicht, sich auf das Endziel zu konzentrieren und zu vergessen, die Reise zu schätzen. Exakt. Mir ist klar geworden, dass der Prozess genauso wichtig ist wie das Ziel. Es geht darum, den Fortschritt zu genießen, nicht nur das Endergebnis. Ich bewundere deine Entschlossenheit und Denkweise. Es ist inspirierend, jemanden zu sehen, der sich so sehr dafür einsetzt, sich selbst zu verbessern. Lektion 9: Die atemberaubende Naturlandschaft. Guten Morgen. Hast du von diesem unglaublichen Naturwunder gehört, das nur ein paar Stunden von hier entfernt ist? Die Felswände, Wasserfälle und Gipfel sind wirklich spektakulär. Nein, habe ich nicht. Erzähl mir mehr, John. Ich würde gerne mehr über diesen atemberaubenden Ort erfahren. Es ist atemberaubend. Die hoch aufragenden Felsformationen und die kaskadierenden Wasserfälle schaffen eine so ruhige und beeindruckende Atmosphäre. Wow, das klingt unglaublich. Ich kann es kaum erwarten, es selbst zu sehen. Was empfiehlst du uns dort zu tun? Nun, wir könnten die Wege entlang wandern und den Panoramablick genießen. Es gibt auch Möglichkeiten zum Klettern und sogar zum sanften Rafting auf dem Fluss. Klettern und Rafting? Melde mich an. Das klingt nach einem Abenteuer, das ich nicht verpassen möchte. Hervorragend. Ich denke,
Wir werden eine unvergessliche Zeit bei der Erkundung dieses Naturwunders haben. Hast du dieses Wochenende Zeit? Bin ich. Lassen Sie uns eine Reise planen und diesen herrlichen Ort gemeinsam erleben. Wunderbar. Ich fange an, die Vorkehrungen zu treffen. Das wird ein unglaublicher Wochenendausflug. Lektion 10. Die Kunst, die perfekte Tasse Kaffee zuzubereiten. Hey, kann ich dir eine Frage zum Kaffeekochen stellen? Natürlich, John. Was beschäftigt dich? Nun, ich habe versucht, meine Fähigkeiten in der Kaffeezubereitung zu perfektionieren, aber ich bekomme immer noch nicht den weichen, reichen Geschmack, den ich suche. Hast du irgendwelche Tipps? Eigentlich tue ich das. Das ist ganz einfach. Sie müssen nur grob gemahlenen Kaffee und heißes Wasser hinzufügen. Grob gemahlener Kaffee? Ich habe fein gemahlene Bohnen verwendet. Da muss ich falsch liegen. Genau. Durch den groben Mahlgrad kann das Wasser dem Kaffee die besten Aromen entziehen. Und stellen Sie sicher, dass das Wasser heiß ist, aber nicht kocht. Ich hab's. Ich probiere das mal aus. Gibt es noch andere Geheimnisse für die perfekte Tasse Kaffee? Lass mich nachdenken. Oh, und lassen Sie den Kaffee ein paar Minuten ziehen, bevor Sie ihn einschenken. Das hilft wirklich, das volle Aroma und den vollen Geschmack zur Geltung zu bringen. Ah, ich verstehe. Lass es ein paar Minuten ziehen. Exzellenter Rat. Ich werde all diese Tipps in die Praxis umsetzen. Lektion 11. Vorbereitung auf ein sinnvolles Bibelstudium. Hey, kann ich deinen Rat zu etwas bekommen? Klar, John, was ist los? Nun, ich habe darüber nachgedacht, eine neue Bibelstudiengruppe zu gründen, und ich bin mir nicht sicher, wo ich anfangen soll. Das ist eine tolle Idee. Wo man anfängt, ist oft der schwierigste Teil. Exakt. Ich meine, wo fange ich überhaupt an? Es gibt so viel zu beachten, von der Auswahl eines Themas bis hin zur Suche nach den richtigen Ressourcen. Ich verstehe. Es ist wichtig, das Gebet erfüllt und überlegt anzugehen. Haben Sie sich Gedanken über das spezielle Thema gemacht, auf das Sie sich konzentrieren möchten? Noch nicht, nein. Ich bin ein bisschen überwältigt von all den Möglichkeiten. Irgendwelche Vorschläge, wo ich anfangen soll. Nun, es ist immer gut, mit dem Gebet zu beginnen und sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Dann könntest du verschiedene Bereiche der Heiligen Schrift erkunden, die dein Interesse wecken oder von denen du dich zum Studium veranlasst fühlst. Das ist ein gutes Argument. Ich werde auf jeden Fall einige Zeit im Gebet verbringen und Gott bitten, mich zu leiten. Lektion 12. Die schottische Frage. Hey Anna, hast du von der laufenden Debatte über die Unabhängigkeit Schottlands gehört? Ja, das ist ein faszinierendes Thema. Wie Sie wissen, ist Schottland eine der 4 Nationen, aus denen das Vereinigte Königreich besteht. Exakt. Seit langem wird auf die Unabhängigkeit Schottlands gedrängt, wobei die Scottish National Party an der Spitze steht. Das ist richtig. Das schottische Volk hatte 2014 ein Referendum über die Unabhängigkeit abgehalten, das jedoch abgelehnt wurde. Das Thema ist jedoch immer noch sehr aktuell. Absolut.
Mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union ist die Debatte wieder aufgetaucht. Viele Schotten sind der Meinung, dass ein Austritt aus der EU gegen ihren Willen Grund genug ist, die Unabhängigkeitsfrage erneut aufzugreifen. Ich kann Ihre Perspektive verstehen. Das Brexit-Votum hat die Dinge im Vereinigten Königreich sicherlich durcheinandergebracht. Schottland hat mit überwältigender Mehrheit für den Verbleib in der EU gestimmt. Definitiv. Die schottische Regierung hat auf ein neues Referendum gedrängt, aber die britische Regierung hat sich bisher geweigert, eines zu gewähren. Es ist eine komplexe politische Situation. Es gibt Argumente auf beiden Seiten, und es liegt letztlich am schottischen Volk, über seine eigene Zukunft zu entscheiden. Du hast recht. Es ist ein empfindliches Gleichgewicht zwischen nationaler Identität, Selbstbestimmung und den weiteren Auswirkungen auf das Vereinigte Königreich als Ganzes. Lektion 13: Umweltbewusst werden. Hey Anna, ich versuche in letzter Zeit umweltfreundlicher zu sein. Hast du irgendwelche Veränderungen in deinem Lebensstil bemerkt? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich bewusst bemüht, meinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Das ist toll zu hören. Was für Dinge hast du gemacht? Nun, ich habe versucht, weniger Einwegplastik zu verwenden, mehr zu recyceln und sogar meine Lebensmittelabfälle zu kompostieren. Wow, kompostieren, das ist beeindruckend. Ich wollte schon länger darauf eingehen, aber es scheint ein bisschen entmutigend. Es ist wirklich nicht so schwer, wie es scheint. Sobald Sie den Dreh raus haben, wird es zur zweiten Natur. Das ist gut zu wissen. Das muss ich mir genauer ansehen. Was hast du sonst noch gemacht? Ich habe auch versucht, meinen Energieverbrauch zu Hause zu reduzieren, indem ich beispielsweise auf LED-Lampen umgestellt und beim Ausschalten von Geräten achtsamer geworden bin. Das sind alles wirklich großartige Schritte. Ich habe auch versucht, mir meiner Transportentscheidungen bewusster zu werden. Lektion 14: Die Gig-Ökonomie. Hey Anna, hast du in letzter Zeit das ganze Gerede über die Gig-Economy bemerkt und wie sie den Arbeitsmarkt verändert? Ja, das ist ein wirklich interessanter Trend. Ich habe viel über den Aufstieg der Freiberufler und Vertragsarbeit gelesen und darüber, wie sie neue Möglichkeiten zur Diversifizierung der Fähigkeiten eröffnet. Das ist ein gutes Argument. Es scheint zwar neue Möglichkeiten zu eröffnen, bringt aber auch einige Herausforderungen in Bezug auf die Arbeitsplatzsicherheit und die Sozialleistungen mit sich. Absolut. Die Flexibilität und Autonomie können reizvoll sein, aber der Mangel an Stabilität und traditionellen Beschäftigungsleistungen ist für viele ein Problem. Definitiv. Ich habe viel über die Notwendigkeit gehört, dass sich die politischen Entscheidungsträger anpassen und Wege finden müssen, Gigworker besser zu unterstützen. Das ist wahr. Es wird viel darüber diskutiert, wie auf diesem neuen, fluideren Arbeitsmarkt ein soziales Sicherheitsnetz und den Schutz der Arbeitnehmer gewährleistet werden kann. Ja, es ist ein komplexes Problem ohne einfache Lösungen. Aber es ist ein wichtiges Gespräch, das geführt werden muss, da sich die Wirtschaft ständig weiterentwickelt. Ich stimme zu. Die Gig-Ökonomie bringt die Dinge wirklich durcheinander und zwingt uns, unsere Annahmen über Beschäftigung und die Rolle der Regierung zu überprüfen. Exakt. Und ich kann mir vorstellen, dass immer mehr Menschen diese neuen Möglichkeiten zur Diversifizierung ihrer Fähigkeiten nutzen werden. Lektion 15: Atemberaubende asiatische Landschaften.
Hey Anna, wusstest du, dass Asien für seine atemberaubenden Landschaften bekannt ist? Wirklich? Ich wollte schon immer Asien erkunden. Von welcher Art von Landschaften sprichst du? Nun, Asien hat alles zu bieten, von üppigen Regenwäldern und hoch aufragenden Bergen bis hin zu ruhigen Seen und atemberaubenden Küsten. Wow, das klingt unglaublich. Haben Sie sich bestimmte Ziele angesehen, die Sie besuchen möchten? Ich habe eine Reise nach Japan im Auge gehabt. Ich habe gehört, dass die Kirschblüten dort einfach umwerfend sind. Oh, das wäre ein Traum. Ich habe auch tolle Dinge über die Reisterrassen auf den Philippinen gehört. Ah ja, die Banaue-Risse Terrazes sehen absolut unglaublich aus. Ich würde gerne durch sie wandern. Das gleiche hier. Und ich wette, die Aussicht von oben wäre nicht von dieser Welt. Definitiv. Asien steckt voller Naturwunder, die darauf warten, erkundet zu werden. Lektion 16. Leidenschaft für Wirtschaft und Unternehmertum. Guten Morgen, Anna. Ich wollte dich zu etwas nach deiner Meinung fragen. Ich denke darüber nach, ein Wirtschaftsstudium anzustreben. Oh, das ist wunderbar, John. Das Geschäft war schon immer eine Ihrer Leidenschaften, nicht wahr? Das ist es wirklich. Ich habe das Gefühl, dass ein Wirtschaftsstudium perfekt zu meinen Interessen und Zielen passen würde. Ich stimme zu, es scheint eine natürliche Passform zu sein. An welchen Geschäftsaspekten sind Sie am meisten interessiert? Ich fühle mich besonders zu Unternehmertum und Start-ups hingezogen. Ich liebe die Idee, etwas von Grund auf aufzubauen. Das ist so aufregend. Unternehmertum erfordert viel Kreativität und harte Arbeit, aber der Gewinn kann unglaublich sein. Definitiv. Die Aussicht, meine eigenen Geschäftsideen zum Leben zu erwecken, spornt mich wirklich an. Ich bin sicher, du wärst fantastisch darin. Ihr Tatendrang und Ihr innovatives Denken wären von großem Vorteil. Danke. Danke für die Ermutigung. Ich werde mir Geschäftsprogramme ansehen, die sich auf Unternehmertum spezialisiert haben. Lektion 17. Verlängerung des Reisepasses. Hey Anna, ich wollte fragen, ist dein Reisepass aktuell? Nicht ganz. Ich muss es tatsächlich bald erneuern. Hast du vor kurzem deine erneuert? Ich musste es vor ein paar Monaten machen. Der Vorgang kann eine Weile dauern, daher ist es gut, den Überblick zu behalten. Ich stimme zu. Ich wollte schon lange dazu kommen, hatte aber noch keine Gelegenheit dazu. Wie lange hat es für dich gedauert? Es dauerte ungefähr 4 bis 6 Wochen, bis ich meinen neuen Reisepass erhielt. Ich würde empfehlen, den Verlängerungsprozess so schnell wie möglich zu starten. Gut zu wissen. Ich muss mir etwas Zeit nehmen, um das zu erledigen. Ich möchte nicht bis zur letzten Minute warten. Definitiv. Vor allem, wenn Sie bevorstehende Reisepläne haben. Sie sollten sicherstellen, dass Ihr Reisepass gültig ist. Das ist ein gutes Argument. Ich habe in ein paar Monaten eine Reise vor mir. Dann muss ich die Verlängerung beschleunigen. Ah ja, in diesem Fall würde ich empfehlen, die zusätzliche Gebühr zu zahlen, um es zu überstürzen. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie es rechtzeitig erhalten. Lektion 18.
Produktvielfalt. Hey Anna, welche Obst- und Gemüsesorten hast du in letzter Zeit gekauft? Oh, ich versuche es zu vermischen und eine gute Abwechslung zu bekommen. Ich probiere gerne neue Produkte aus. Das gleiche hier. Ich finde, das macht die Dinge in der Küche interessant. Definitiv. Ich habe einige saisonale Produkte wie Beeren und Blattgemüse gekauft. Toll, die klingen köstlich. In letzter Zeit tendiere ich mehr zu Zitrusfrüchten. Oh ja, Orangen, Grapefruits und Zitronen sind zu dieser Jahreszeit alle so erfrischend. Absolut. Und sie sind auch voller Vitamine, was ein zusätzlicher Bonus ist. Vollkommen. Ich schnappe mir auch gerne Wurzelgemüse wie Karotten und Kartoffeln. Gute Entscheidung. Diese sind so vielseitig und sorgen für herzhafte, wohltuende Mahlzeiten. Lektion 19. Lohnende Erfahrungen. Hey Anna, ich wollte dich zu etwas nach deiner Meinung fragen. Ich habe darüber nachgedacht, eine Auslandsreise zu unternehmen. Oh, das klingt aufregend. Wo erwägst du hinzugehen? Ich bin hin und her gerissen zwischen einigen Optionen, aber die Idee, eine neue Kultur zu erkunden, zieht mich wirklich an. Das ist wunderbar. In eine andere Lebensweise einzutauchen kann so lohnend sein. Exakt. Auch wenn es außerhalb meiner Komfortzone liegt, denke ich, es wäre eine unglaubliche Erfahrung. Ich stimme zu. Es ist so wertvoll, aus ihrer normalen Routine herauszutreten und neue Dinge zu erleben. Definitiv. Es ist ein bisschen entmutigend, aber ich denke, es würde sich am Ende lohnen. Absolut. Die Erinnerungen und das persönliche Wachstum, das sie durch Reisen gewinnen, sind wirklich von unschätzbarem Wert. Das ist ein gutes Argument. Ich weiß, es würde mich antreiben, aber ich habe das Gefühl, dass ich verjüngt zurückkommen würde. Lektion 20. Einkaufsbummel. Hey Anna, warst du in letzter Zeit im Einkaufszentrum? Ich habe gehört, dass sie tolle Verkäufe haben. Nein, ich hatte noch keine Gelegenheit zu gehen. Warst du schon dort? Ja, ich war erst gestern dort. Ich habe ein paar wirklich schöne Klamotten zu unglaublichen Preisen gefunden. Oh, wirklich? Hast du etwas Gutes bekommen? Das habe ich auf jeden Fall. Ich habe eine neue Jacke, ein paar Hemden und ein paar Jeans. Ich glaube, ich habe ein paar tolle Angebote. Das ist großartig. Das muss ich mir ansehen. Hast du die Preise mit denen anderer Geschäfte verglichen? Noch nicht, ich bin gerade dort angekommen und habe gefunden, was ich wollte. Ich hatte nicht die Gelegenheit, mich viel umzusehen. Okay, lass es mich wissen, wenn du noch etwas Gutes siehst. Ich möchte sicher gehen, dass ich die besten Angebote kriege. Wird reichen. Ich lasse es dich wissen, wenn ich noch etwas finde, das es wert ist, überprüft zu werden. Lektion 21. Musikalisches Talent. Hey Anna, ich habe gehört, dass du in letzter Zeit sehr gut Klavier spielst. Ja, ich habe viel geübt. Beethovens Klavierkompositionen sind einfach unglaublich. Wow, das ist unglaublich. Wusste nicht,
dass du so gut mit dem Klavier umgehen kannst. Danke. Ich habe Beethovens Musik immer geliebt und hart daran gearbeitet, seine Stücke zu meistern. Das ist wirklich beeindruckend. Wann hast du angefangen, Klavier zu spielen? Ich habe als Kind angefangen, Unterricht zu nehmen, aber in letzter Zeit habe ich angefangen, mich wirklich mit Beethovens Werk zu beschäftigen. Beethoven muss ein unglaublicher Komponist gewesen sein, um eine solche Hingabe inspiriert zu haben. Definitiv. Seine Fähigkeit, so schöne und komplexe Musik zu komponieren, obwohl er sein Gehör verlor, ist wirklich bemerkenswert. Ich kann es kaum erwarten, dich einige seiner Stücke spielen zu hören. Irgendwann musst du mir ein Privatkonzert geben. Lektion 22: Hotelunterkünfte. Hey Anna, ich habe gerade ein Hotel für meine bevorstehende Reise gebucht. Ich mache mir allerdings ein bisschen Sorgen um das Zimmer. Oh, wirklich? Was ist das Problem mit dem Zimmer? Nun, sie hatten nur ein Zimmer auf einer höheren Etage zur Verfügung. Ich bin mir nicht sicher, ob das für mich funktionieren wird. Gibt es einen Grund, warum Sie ein Zimmer im unteren Stockwerk bevorzugen? Nicht wirklich, ich ging einfach davon aus, dass eine höhere Etage teurer wäre. Aber ist das okay für dich? Oh, das ist völlig in Ordnung. Höhere Stockwerke haben oft eine bessere Aussicht und können ruhiger sein. Ich denke, du wirst es genießen. Toll, das ist eine Erleichterung. Ich hatte Angst, kein gutes Zimmer zu finden. Kein Grund zur Sorge. Hört sich an, als hättest du ein tolles Angebot für ein nettes Zimmer bekommen. Ich bin sicher, Sie werden einen wunderbaren Aufenthalt haben. Toll, ich freue mich jetzt sehr darauf. Danke für die Beruhigung. Lektion 23: Einkaufsrabatte. Hey Anna, bist du am Ende ins Einkaufszentrum gegangen? Ich wollte sehen, ob du irgendwelche guten Angebote gefunden hast. Ja, habe ich. Und ich bin so froh, dass ich gegangen bin. Es waren einige tolle Verkäufe im Gange. Toll, was hast du am Ende bekommen? Ich hoffe, du konntest ein paar tolle Sachen finden. Oh, ich habe eine Menge Dinge gefunden. Ich habe eine neue Jacke, ein paar Pullover und ein paar Jeans. Das ist großartig. Hast du es geschafft, irgendwelche Rabatte zu bekommen oder war alles zum vollen Preis? Zum Glück war gerade ein Verkauf im Gange, so dass ich einige wirklich gute Angebote ergattern konnte. Das ist toll zu hören. Ich liebe es, wenn ich hochwertige Artikel zu ermäßigten Preisen finden kann. Ich auch. Ich habe das Gefühl, ich habe so viel für mein Geld bekommen. Die Verkäufe waren einfach zu gut, um sie sich entgehen zu lassen. Hört sich an, als hättest du einen sehr erfolgreichen Einkaufsbummel gehabt. Ich bin neidisch, ich wünschte, ich wäre mit dir gegangen. Lektion 24: Stärke bewundern. Hey Anna, ich habe dich in letzter Zeit im Fitnessstudio bemerkt. Du siehst wirklich stark aus. Oh, danke. Ich habe hart gearbeitet, um meine Stärke aufzubauen. Es zahlt sich definitiv aus. Was ist dein Geheimnis? Ich würde selbst gerne besser in Form kommen. Nun, ich versuche meine Routine mit einer Vielzahl von Übungen zu vermischen.
Und ich achte darauf, mich jedes Mal anzustrengen. Das ist großartig. Ich wollte schon länger trainieren, bin mir aber nicht sicher, wo ich anfangen soll. Kein Problem. Ich gebe dir gerne ein paar Tipps und helfe dir beim Einstieg. Es geht nur um Konsistenz. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Ich könnte die Anleitung auf jeden Fall gebrauchen. Muskelaufbau scheint eine solche Herausforderung zu sein. Keine Sorge, mit dem richtigen Plan und Engagement können Sie das absolut schaffen. Ich teile gerne mit, was für mich funktioniert hat. Toll, ich werde dich auf jeden Fall darauf eingehen. Ich freue mich darauf, meine eigene Fitnessreise zu beginnen. Lektion 25: Unnatürliche Fortpflanzung. Guten Morgen, Anna. Haben Sie von der jüngsten Debatte darüber gehört, ob körperliche Aktivität die Fortpflanzung schädigen kann? Ja, habe ich. Manche behaupten, es sei unnatürlich, dass Frauen sich intensiv körperlich betätigen. Das ist ein ziemlich kontroverses Thema. Was ist deine Meinung dazu? Nun, ich denke, das ist eine veraltete Vorstellung. Der Körper von Frauen ist ziemlich widerstandsfähig und kann mit körperlicher Aktivität umgehen. Ich stimme zu. Es scheint ein Versuch zu sein, die Teilnahme von Frauen an Sport und anderen Aktivitäten einzuschränken. Exakt. Diese Behauptungen werden nicht durch solide wissenschaftliche Beweise gestützt. Frauen sollten frei wählen können, wie sie ihr Leben leben wollen. Definitiv. Wir sollten den Menschen keine veralteten Geschlechternormen aufdrängen. Die Zeiten haben sich geändert, und wir müssen fortschrittlicher sein. Definitiv. Ich freue mich, dass wir diesbezüglich dieselbe Meinung haben. Es ist wichtig, diese Art von veralteten Überzeugungen in Frage zu stellen. Absolut. Danke, dass du darüber geschattet hast. Es ist ein wichtiges Thema, das mehr Aufmerksamkeit verdient. Lektion 26: Einheitliche Programme. Hey Anna, hast du den Bericht über die Finanzierung von Sozialprogrammen gesehen? Ja, habe ich. Es scheint, dass die Art und Weise, wie diese Programme verwaltet werden, sehr einheitlich ist. Das ist richtig. In dem Bericht wird erwähnt, dass in den verschiedenen Regionen und Organisationen eine beträchtliche Konsistenz besteht. Interessant. Ich frage mich, welche Faktoren zu dieser Einheitlichkeit der Programmpolitik und Verwaltung beitragen. Nun, der Bericht legt nahe, dass vieles davon damit zu tun hat, wie diese Programme finanziert werden. Die Finanzierungsquellen scheinen für ein gewisses Maß an Standardisierung zu sorgen. Ich verstehe. Die Finanzierungsmechanismen prägen also im Wesentlichen die Art und Weise, wie diese Sozialprogramme durchgeführt werden, auch in verschiedenen Bereichen. Exakt. Es ist fast so, als ob das Geld die Einheitlichkeit bestimmt und nicht die lokalen Bedürfnisse oder Präferenzen. Das ist ein gutes Argument. Es ist wichtig sicherzustellen, dass diese Programme weiterhin auf die besonderen Umstände der einzelnen Gemeinden eingehen. Definitiv. Wir müssen das richtige Gleichgewicht zwischen Kohärenz und Flexibilität bei der Gestaltung und Umsetzung von Sozialprogrammen finden. Lektion 27: Hilfsbereiter Nachbar. Hey Anna, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Natürlich, John. Was kann ich für dich tun?
Ich habe heute Morgen in meiner Wohnung etwas Kaffee auf den Boden geschüttet. Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich mir deinen Mopp leihen würde, um ihn aufzuräumen? Ganz und gar nicht. Ich leihe dir gerne meinen Mopp. Sag mir einfach Bescheid, wenn du damit fertig bist. Das ist so nett von dir. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du mir so hilfst. Mach dir darüber keine Sorgen. Ich freue mich, dass ich helfen kann. Lass mich wissen, wenn du noch etwas brauchst. Wird reichen. Danke nochmal. Du bist ein Lebensretter. Es ist überhaupt kein Problem. Dafür sind Nachbarn da, oder? Ich helfe gerne. Definitiv. Ich habe das Glück, einen so fürsorglichen und großzügigen Nachbarn wie dich zu haben. Lektion 28 Naturdekor. Morgen. Ich hatte eine Idee für die Dekoration meiner Meditationsecke und wollte deine Meinung hören. Oh, ich würde es gerne hören. Was hattest du vor zu tun? Ich überlegte, ein von der Natur inspiriertes Kunstwerk oder vielleicht eine kleine Pflanze an die Wand zu hängen. Das klingt herrlich. Ich denke, eine Dekoration zum Thema Natur wäre perfekt für einen Meditationsraum. Kluge Köpfe denken ähnlich. Ich hatte gehofft, du würdest das sagen. Haben Sie konkrete Vorschläge? Vielleicht würde ein gerahmtes Naturfoto oder eine einfache, minimalistische Pflanze wie eine Sukkulente gut funktionieren. Das sind beide großartige Ideen. Ich muss in einigen lokalen Geschäften stöbern und sehen, was mir auffällt. Wunderbar. Ich bin sicher, was auch immer Sie wählen, wird eine beruhigende, heitere Atmosphäre in Ihrer Meditationsecke schaffen. Das ist das Ziel. Danke für die Eingabe. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir zu helfen. Lektion 29 Stylisches Outfit. Hey Anna, mir ist aufgefallen, dass du heute toll aussiehst. Ich liebe dein Outfit. Warum? Danke, John. Ich war heute ein bisschen abenteuerlustig mit meinem Stil. Was sind die Einzelheiten? Ich würde gerne mehr darüber erfahren, was du trägst. Nun, ich trage eine schöne Bluse und eine meiner Lieblingsjeans. Und natürlich meine treue Unterwäsche darunter. Ah, ich verstehe. Eine klassische und doch elegante Kombination. Du schaffst es wunderbar. Warum? Danke. Ich versuche, ein wenig über meine Outfits nachzudenken, auch im Alltag. Es zeigt sich. Du hast einen großartigen Sinn für Mode. Sie ziehen bestimmt alle Blicke auf sich, wohin sie auch gehen. Du bist zu nett, John. Ich versuche nur, mich selbstbewusst und wohl in meiner Haut zu fühlen. Und das gelingt ihnen zweifellos. Rockt weiter mit diesen Looks. Lektion 30 Urlaubsplanung. Guten Morgen. Ich hatte gehofft, wir könnten uns mehr über unseren bevorstehenden Urlaub unterhalten. Guten Morgen, John. Ja, ich habe mich so gefreut, über unsere Reisepläne zu sprechen. Wo sollen wir hingehen? Nun, ich dachte, ein Abenteuer würde wirklich Spaß machen. Was hältst du davon,
etwas Neues zu erkunden, wie Griechenland. Abenteuer auf jeden Fall. Griechenland klingt unglaublich. Ich wollte schon immer die antiken Ruinen und wunderschönen Inseln sehen. Ich auch. Ich wette, wir könnten einige tolle Wanderungen und historische Stätten zum Ausprobieren finden. Unbedingt. Und das Essen und die Kultur dort wären unglaublich. Ich träume schon davon. Das Gleiche hier. Ich stelle mir vor, wie wir durch bezaubernde Dörfer wandern und die Aussicht auf das Mittelmeer genießen. Es klingt wie ein Traum. Wann glaubst du, wäre die beste Zeit für uns zu gehen? Vielleicht wäre der späte Frühling oder Frühsommer ideal. Das Wetter sollte perfekt sein. Lektion 31, Schultage. Hey Anna, ich habe mich gefragt, ob du irgendwelche Tipps hast, wie du deine Zeit in der Schule effektiv einteilen kannst. Hey John, das ist eine gute Frage. Ich habe damals auf jeden Fall einige hilfreiche Zeitmanagementstrategien gelernt. Oh ja? Ich könnte auf jeden Fall einen Rat gebrauchen. Ich fühle mich ein bisschen überfordert mit all meinen Klassen- und außerschulischen Aktivitäten. Ich höre dich. Jonglieren kann eine Menge sein. Eine Sache, die mir wirklich geholfen hat, war die Priorisierung meiner Aufgaben. Priorisieren? Kannst du mir mehr darüber erzählen? Ich versuche immer herauszufinden, was ich zuerst angehen soll. Absolut. Ich würde eine tägliche To-Do-Liste erstellen und jeden Punkt nach Wichtigkeit und Frist ordnen. Auf diese Weise konnte ich mich zuerst auf die dringendsten Dinge konzentrieren. Das ist brillant. Das hat dich sicher davor bewahrt, dich so zerstreut zu fühlen. Das werde ich auf jeden Fall versuchen. Es hat wirklich einen Unterschied gemacht. Und haben Sie keine Angst, auch flexibel zu sein. Da Dinge dazwischen kommen, müssen Sie bereit sein, Ihren Plan nach Bedarf anzupassen. Guter Punkt. Ich neige dazu, an einem starren Zeitplan festzuhalten. Eine gewisse Fluidität ist wahrscheinlich der Schlüssel. Lektion 32, Aufgaben priorisieren. Hallo Anna, ich wollte unser Gespräch über Zeitmanagement weiterverfolgen. Wie bist du in der Schule so organisiert geblieben? Hey John, gute Frage. Ich fand, dass die Priorisierung meiner Aufgaben wirklich wichtig war. Hattest du die Gelegenheit, das auszuprobieren? Das habe ich, und es hat die Spielregeln verändert. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich mein Arbeitspensum viel besser unter Kontrolle habe. Das ist wunderbar zu hören. Welche Strategien fanden Sie am hilfreichsten? Nun, ich begann damit, tägliche To-Do-Listen zu erstellen und jeden Punkt nach Wichtigkeit und Frist zu ordnen, genau wie du es vorgeschlagen hast. Hervorragend, ich freue mich sehr, dass dieser Ansatz für Sie funktioniert. Die Priorisierung macht wirklich einen großen Unterschied. Absolut. Und ich habe auch versucht, etwas Flexibilität einzubauen, wie Sie erwähnt haben. Die Dinge laufen nicht immer nach Plan. Genau. Anpassungsfähig zu sein ist so wichtig. Es geht darum, ein System zu finden, das Ihren individuellen Bedürfnissen und Ihrem Zeitplan entspricht. Definitiv. Ich optimiere immer noch Dinge, aber ich fühle mich so viel produktiver. Nochmals vielen Dank für den tollen Rat. Lektion 33,
ein aufregendes neues Hobby. Hey Anna, hast du von der neuen Kletterhalle gehört, die gerade in der Innenstadt eröffnet wurde? Ich denke, es wäre ein aufregendes neues Hobby für uns, es auszuprobieren. Klettern? Das klingt wirklich lustig, John. Das habe ich noch nie probiert, aber ich wollte es schon immer mal ausprobieren. Hast du Erfahrung damit? Nein, das wäre auch mein erstes Mal. Aber ich habe gehört, dass das Fitnessstudio Kurse für Anfänger anbietet, damit wir zusammen lernen können. Was denkst du? Bist du bereit für ein neues Abenteuer? Unbedingt. Ich bin immer bereit, etwas Neues auszuprobieren. Wann können wir es uns ansehen? Wie wäre es mit diesem Wochenende? Wir können einen Tag daraus machen, vorher zu Mittag essen und dann den Nachmittag im Fitnessstudio verbringen. Klingt perfekt. Ich kann es kaum erwarten. Das wird so viel Spaß machen. Ich frage mich, welche Techniken wir lernen werden. Ich auch. Ich wette, es wird uns wirklich herausfordern, aber auf eine gute Art und Weise. Wir müssen sicherstellen, dass wir uns danach gut dehnen. Ganz gewiss. Ich bin etwas nervös, aber meistens nur aufgeregt. Das wird eine großartige Bindungserfahrung für uns sein. Definitiv. Ich freue mich darauf, gemeinsam die Kletterwände zu erobern. Das wird ein Knaller. Lektion 34: Bewältigung der technischen Probleme. Hey Anna, ich habe ein paar Probleme mit meinem Laptop. Glaubst du, du könntest es dir für mich ansehen? Oh nein, was ist damit los? Ich würde mich freuen, einen Blick darauf zu werfen und zu sehen, ob ich helfen kann. Nun, zum einen scheint es Probleme zu haben, eine Verbindung zum WLAN herzustellen. Und ich habe neulich auch ein bisschen Kaffee auf die Tastatur geschüttet. Huch, der verschüttete Kaffee klingt nicht gut. Fangen wir mit dem Wifi-Problem an. Haben Sie versucht, den Laptop neu zu starten? Ja, ich habe das ein paar Mal versucht, aber es verbindet sich immer noch nicht richtig. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kaffee die Tastatur beschädigt hat. Okay, lassen Sie uns eine Sache nach der anderen angehen. Lassen Sie uns zuerst sehen, ob wir das WLAN wieder zum Laufen bringen können. Haben Sie die Netzwerkeinstellungen überprüft? Ich habe mich da drin umgesehen, bin mir aber nicht ganz sicher, wonach ich suche. Kannst du mir das erklären? Absolut. Lass mich einen Blick darauf werfen und sehen, was ich tun kann. Warum holst du dir in der Zwischenzeit nicht eine Dose Druckluft und schaust, ob das mit der Tastatur hilft? Gute Idee. Das versuche ich mal. Danke für deine Hilfe. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Lektion 35: Freude an den kleinen Dingen finden. Weißt du, ich habe viel darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, jeden Tag Freude an den kleinen Dingen zu finden. Ich könnte nicht mehr zustimmen, John. Mitten in unserem geschäftigen Leben ist es so einfach, sich in die größeren Herausforderungen zu verwickeln und die kleinen Freuden zu verpassen. Exakt. Genau wie sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um wirklich eine gute Tasse Kaffee zu genießen oder die Schönheit eines Sonnenuntergangs zu genießen. Diese kleinen Momente können einen großen Unterschied in unserer Stimmung und unserer Einstellung machen. Absolut. Und es geht nicht nur um die großen Ereignisse oder Erfolge, es geht darum, in unserem täglichen Leben präsent und achtsam zu sein. Absolut.
Sogar etwas so Einfaches wie ein kurzes Gespräch mit einem Freund oder ein gutes Lachen kann den Tag verschönern. Definitiv. Ich denke, wir vergessen oft, langsamer zu werden und die kleinen Dinge zu schätzen. Aber sie können sich wirklich summieren und einen großen Einfluss auf unser allgemeines Glück haben. Einverstanden. Ich werde mir mehr Mühe geben, das zu tun. Vielleicht können wir uns sogar eine kleine tägliche Herausforderung einfallen lassen, damit wir uns auf die kleinen Freuden konzentrieren können. Ich liebe diese Idee. Wir könnten Dinge wie einen achtsamen Spaziergang machen oder am Ende eines jeden Tages Dankbarkeit üben. Alles, was uns hilft, präsent und wertschätzend zu bleiben. Perfekt. Lass es uns machen. Ich habe das Gefühl, dass es einen echten Unterschied in unserem Leben machen wird.